Du bist neu in Krypto, doch weißt nicht, wo du überall Krypto kaufen kannst und wie Kryptobörsen funktionieren. Du kennst dich mit Krypto schon ein bisschen aus, doch möchtest wissen, worauf du bei einer Börse achten musst. Du bist vielleicht Bitcoin-Only-Fan und hinterfragst dich kritisch, warum Börsen für uns eigentlich wichtig sein sollen. Dann lass uns doch mal genau diesen Fragen auf den Grund gehen. Krypto-Exchanges erklärt, was sie sind, worauf es ankommt und warum wir sie brauchen. Noch schnell liken und los geht's. Zunächst, ich bin kein Finanzberater. Alle Beispiele, die drankommen werden, dienen nur dazu, dass du Krypto einfacher verstehst. Ich sag dir nicht, ob und wie du deine Kryptowährungen letztendlich kaufen sollst. Die perfekte Börse gibt's nicht. Jeder Anbieter hat seine Vor- und seine Nachteile. Ich kann dir aber sagen, was du für Kaufmöglichkeiten hast und worauf ich persönlich achte, wenn ich mir einen Anbieter anschaue. Denn für all die Tausenden von Coins gibt's hunderte Kryptobörsen. CoinGecko trackt aktuell 760 Börsen aus allen Ländern. Welche dieser Anbieter wählst du? Bevor wir so richtig loslegen, noch zwei kleine Tipps für dich. Tipp 1. Achte auf die richtige Reihenfolge. Informier dich vor dem Kauf, wo du kaufst. Finde heraus, worauf es für dich bei einem Anbieter ankommt. Dabei wird dir genau dieses Video hier helfen. Danach schau dir mit einer gezielten Vorstellung die Anbieter an. Lese Erfahrungsberichte, verlass dich nicht nur auf die Empfehlung anderer. Am Ende muss der Anbieter zu dir passen. Und Tipp 2 kommt von meinem Kollegen Coinbüro. I'll also state that despite how safe you think an exchange is, you should never leave a large amount of crypto on it. Ja, so mache ich es auch. Ich kaufe über Börsen, verwahre meine Bestände aber zum Großteil auf geeigneten Wallets auf. Am besten Hardware, wenn es geht. Große Bestände lasse ich ungern auf einer Plattform liegen, über die ich keine Kontrolle habe. Seriously, folks, exchanges should just be used for buying and selling. The less crypto you keep there, the better. Und je besser dir mein Content gefällt, desto mehr kannst du mich durch dein Like und ein Abo unterstützen. Seriously, damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Ich danke dir. Okay, lass uns am Anfang beginnen. Krypto kaufst du entweder über eine Kryptobörse, einen Broker oder über sonstige Alternativen. Dazu zähle ich zum Beispiel Bitcoin-Automaten oder Direktkäufe über Privatpersonen. Kryptobörsen werden wiederum in zentrale und dezentrale Börsen unterteilt. Binance oder Coinbase sind zum Beispiel zentralisierte Börsen, Uniswap oder Curve sind zum Beispiel dezentrale Börsen. Auf dezentralen Börsen kannst du Kryptowährungen kaufen, ohne dich verifizieren zu müssen. Allerdings gestaltet sich der Kauf etwas komplizierter und ist für einen Einsteiger womöglich weniger geeignet. Hey Steffi, was ist dieses DeFi? Hey Elon, den Link zu meinem extra DeFi-Video findest du unten in der Beschreibung. Dort gehe ich auf DeFi und die dezentralen Börsen genauer ein. Wichtig für dich an dieser Stelle zu wissen, ist, dass auch zentralisierte Börsen DeFi-Dienste zum Beispiel über eigene DeFi-Wallets anbieten können. Das ist im Grunde ein Hybridmodell aus CeFi und DeFi. Die rein dezentralen Börsenplattformen können wiederum selbst unterteilt werden. Sie unterscheiden sich anhand des Algorithmus der ausgeführten Computerprogramme, dem Grad der Anonymität oder nach Use Case. Decentralized exchanges can be split up into a few different categories, which we'll go through in this video, so that you can find the best DEX for your needs. So viel zu den Kryptobörsen. Worauf warten wir doch? Kaufen, kaufen, kaufen. Was macht eigentlich ein Broker? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was ist eigentlich der Unterschied zu einer Börse? An einer Kryptobörse werden anders als bei einem Broker Kryptowährungen mit anderen Käufern und Verkäufern in Form von Handelspaaren getauscht. Eine Börse stellt dir und anderen Tradern simpel ausgedrückt die Plattform, ein Broker agiert dagegen als Käufer oder Verkäufer direkt mit dir. Weiterhin definiert der Broker den Preis der Kryptowährung. Auf einer Börse dagegen spekulieren die Händler über den Kursverlauf. Angebot und Nachfrage bestimmen somit den aktuellen Marktpreis der Kryptowährung. Weil auf jeder Börse Nachfrage, Angebot und Handelsvolumen eines bestimmten Coins variieren auch die Preise zwischen den Exchanges. Man kann sagen, je größer die Börse, auf der du kaufst, desto eher nähert sich der Kurs dem wahren Kurs an. Ein weiterer Unterschied ist der, dass gerade die traditionellen Broker dir weniger Wahl bei der Aufbewahrung deiner Coins lassen und sich um deine Coins kümmern. Viele Broker, die nicht rein auf Krypto spezialisiert sind, bieten dir häufig keinen Direktkauf von Krypto an, sondern nur den indirekten Erwerb, zum Beispiel über Krypto-CFDs. Bei einer Krypto-Exchange hast du dagegen mehr Handlungsspielraum und Eigenverantwortung. Du kannst entscheiden, ob du deine Bestände auf der Börse liegen lässt, sie runter auf deine Cold Wallet ziehst oder von der Börse auf
eine andere Plattform transferierst, um sie dann zum Beispiel dort aktiv zu staken oder weiter zu nutzen. Zusammenfassend gilt ganz grob: Bei einem Broker kaufst du Krypto einfacher, dafür teurer und mit weniger Möglichkeiten. Broker eignen sich da zum Beispiel für einen Einsteiger, für jemanden, der bekanntere Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum kaufen möchte, für jemanden, der auch in andere Finanzprodukte wie Aktien investiert ist zum Beispiel, oder für jemanden, der nur kleine Mengen an Krypto kauft. Welchen Broker nutzt du so? Ich finde die Bison-App super. Übrigens, es gibt auch Handelsplattformen, die beides, Broker- und Börsendienstleistungen anbieten. Die klassische Bitpanda-Plattform stellt zum Beispiel Broker-Dienstleistungen zur Verfügung. Bitpanda Pro dagegen war die professionelle Exchange. Bitpanda Pro wurde allerdings im Juni ausgegliedert und läuft jetzt als eine eigenständige Kryptobörse unter dem Namen OneTrading. Wusste ich gar nicht vorher. Cool. Ich habe dich auf Twitter gefragt, was macht für dich eine gute Exchange aus? Daraufhin habe ich 5 Hauptkriterien zusammengefasst, von denen ich denke, dass sie für euch am wichtigsten sind. Die Anbieter haben unterschiedliche Funktionen. Ein Trader legt zum Beispiel mehr Wert auf moderne APIs, automatisierte Abläufe und die Dokumentation der Trades. Roman sagt dazu Folgendes. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie häufig ihr Kryptowährung kauft. Ich für meinen Teil würde daher immer einen Dienstleister präferieren, der zum Beispiel eine Transaktionshistorie exportieren kann. Anders dagegen ist für den klassischen Buy-and-Hold-Typen ein Anbieter mit Sparplanfunktion interessant. Oder willst du Zinseszinseffekte nutzen? Dann wäre es wichtig, ob die Börse Staking-Optionen anbietet. Vielleicht legst du ja auch Wert auf DeFi-Funktionen. Dann wird deine Wahl wohl eher auf einen Anbieter mit Lending- oder Farming-Optionen fallen. Neben den Funktionen zählt für viele von euch ein breites Spektrum an Coins. Jemand, der auf unbekanntere Low-Cap-Coins setzt, muss schauen, welche Börsen die Coins gelistet haben. Einem Bitcoin-Only-Liebhaber dagegen reicht ein reiner Bitcoin-Anbieter aus. Da hast du die Wahl zwischen dezentralen Peer-to-Peer-Plattformen, wo du anonym Bitcoin kaufen kannst, oder du kaufst Bitcoin über einen spezialisierten Bitcoin-Broker. Die Aufbewahrung erfolgt dabei dennoch ganz im Sinne von deine Schlüssel, deine Coins, eigenverantwortlich. Ich persönlich nutze mehrere Börsen. Das hat zum einen mit meinem Portfolio zu tun, das du vielleicht aus meinem Video kennst. Ich bekomme über eine Börse allein nicht alle meine Coins. Zum anderen bin ich ein Freund davon, mich nicht nur von einem Anbieter abhängig zu machen. After the collapse of FTX, everyone's been asking, which exchanges are safe to use? Ja, welche Börse ist eigentlich sicher? FTX hatte 1 Million Nutzer und war eine der größten Börsen. Und trotzdem ging sie insolvent. Denn Alameda nutzte die Einlagen der FTX-Kunden, um Kredite zu vergeben. Niemand prüfte, kann Alameda diese Kredite überhaupt zurückzahlen? Gab es eine hinterlegte Sicherheit? Als Sicherheit hinterlegte Alameda vor allem den FTX-eigenen Token oder gar nichts. Keine Sicherheit? Für uns alle war das eine Lektion. Keine Börse bietet 100%ige Sicherheit. Wie können wir herausfinden, wie zuverlässig eine Kryptobörse arbeitet, bevor wir sie nutzen? Dazu ein Blick mal auf CoinGecko. Auf CoinGecko findest du einen Trust Score. Dieser Trust Score fasst Daten zur Liquidität, Cybersicherheit und vielem mehr zusammen. Wichtige Sache aber für dich, dieser Trust Score ist kein gültiger Standard. Jede Plattform berechnet ihn anders und die Daten werden auch nur unregelmäßig aktualisiert. Im Ranking befindet sich zum Beispiel Binance auf CoinGecko und CoinMarketCap zum Stand des Videos auf dem ersten Platz. Dicht gefolgt von Coinbase. Neben dem Trust Score kannst du dir die Spalten daneben einfach anschauen. Ein hohes 24-Stunden-Handelsvolumen, viele monatliche Aufrufe auf der Webseite oder eine wachsende Anzahl von Nutzern spricht für eine aktive und gut funktionierende Börse. Als nächstes kannst du dich fragen, ob die Börse in der Vergangenheit schon mal gehackt wurde. Dezentrale Börsen und deren Protokolle gelten allgemein gesagt als Hacker anfälliger im Vergleich zu zentralisierten Anbietern. Aber selbst zentrale Börsen können gehackt werden. Another con is that Binance has experienced multiple hacks in the past, which is probably why they created the Seifu Fund in the first place. Um die Einlagen vor Hackern zu schützen, verwahren manche Anbieter die Kryptowährungen über Offline-Wallets auf oder arbeiten eng mit externen Verwahrstellen zusammen. Eng verbunden mit der Sicherheit sollte eine Börse transparent sein. Denn wie transparent zeigt die Börse, was sie tut und was sie mit den Geldern seiner Nutzer macht? Wenn ihr auf unsere Website geht, auf uphold.com, gibt es einen Button Transparency und da kann man zum Beispiel alle Assets und Liabilities, ich weiß gar nicht, was das heißt auf Deutsch, Assets und Liabilities sehen.
Das heißt, wir verleihen kein Geld. Wir sind genauso reguliert wie eine Bank. Besser reguliert als eine Bank eigentlich. Spätestens nach der FTX-Pleite Ende 2022 wurde die Methode Proof of Reserve ins Leben gerufen. Proof of Reserve ist eine Methode zur Selbstregulierung für zentralisierte Kryptobörsen, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Dies soll öffentliche Einsichten auf die Sicherheitsreserven und damit die Liquidität einer Börse geben. Manche Börsen wie Binance, KuCoin oder Crypto.com zum Beispiel zeigen ihre gesamten Reserven über externe Drittanbieterseiten. Andere Börsen wie Kraken stellen die Methode jedem Nutzer nur für seinen eigenen Kontostand zur Verfügung. Nachteil bei diesem Nachweis ist der, dass Börsen theoretisch zwischenzeitlich die Reserven auch zwischen den Wallets hin und her verschieben können. Exchange A leiht sich für eine Momentaufnahme Geld von Exchange B und täuscht dadurch Solvenz vor. Das wäre dann mehr so eine Art Pseudotransparenz, quasi das Greenwashing unter den nachhaltigen Unternehmen. Ich finde die Idee der Transparenz über Proof of Reserve gut, doch die Methode ist ausbaufähig. Fühlen wir doch beispielhaft Binance und Coinbase auf den goldenen Zahn. Binance soll aktuell Kryptobestände über 56 Milliarden US-Dollar für seine Nutzer halten. Davon liegen prozentual nach dem Stablecoin USDT an zweiter Stelle Bitcoin im Wert von 15 Milliarden auf der Börse. Der Anteil im BNB ist zum Glück, wie ich finde, nicht ganz so hoch, unter 5%, denn wie schon erwähnt, ein eigener Börsentoken, auf den sich das ganze Geschäftsmodell komplett verlässt. Das könnte im Falle eines Kurseinbruchs Liquiditätsengpässe auslösen. Bitfinex nebenbei gesagt, hält zum Beispiel seinen eigenen Leo-Token an zweiter Stelle. Fand ich echt interessant. Ein riskantes Spiel mit dem eigenen Token. Okay, weiter zu Coinbase. Coinbase hält laut seines Quartalsberichtes Ende Juni 2023 einen Großteil seiner Kundengelder in Bitcoin im Wert von 60 Milliarden Dollar. Gesamtes Kapital 124 Milliarden Dollar. Im September 2022 waren es noch 95 Milliarden Dollar gewesen. Das klingt für mich nach einer ausreichenden Liquidität. Was meint mein Kollege von Coinsider dazu? They put out detailed financial information for everyone to see, and their disclosures show that they are 100% solvent with zero risk of a bank run. Wenn du für 1000 Euro Krypto kaufst, dann macht es am Ende einen Unterschied, ob du 0,10% oder 1% Gebühren zahlst. Hier unterscheiden sich die Anbieter mit ihren Gebührenmodellen teils um mehrere Prozentpunkte. Sind die Kosten versteckt oder gibt es eine Pauschale? Manche Plattformen verlangen zum Beispiel eine Mindesteinzahlung von 50 Euro, andere nur 1 Euro. Als Trader musst du auch auf die unterschiedlichen Maker- und Taker-Gebühren achten. Dann gibt es zum Beispiel Anbieter, die Visa-Karten anbieten. Auch hier gibt es nichts umsonst. Die Crypto.com Visa-Card kostet dich 50 Euro für die Aktivierung und Schließung der Karte, als Beispiel. Informiere dich daher über alle einmaligen, aber auch die laufenden Kartengebühren. Auch die Wahl an Ein- und Auszahlungsmethoden kann über die Wahl oder gegen einen Anbieter entscheiden. Kann ich Krypto mit PayPal, SEPA-Überweisung oder mit Kreditkarte kaufen? Bei einer klassischen DEX der Mittelsmann fehlt, gibt es dort keine Fiat-Einzahlungen. Dort kannst du nur Krypto mit Krypto handeln. Gerade ein Einsteiger muss die Nutzeroberfläche einfach bedienen können. Wie intuitiv ist die Plattform? Wie leicht kann ich beim Broker zwischen den einzelnen Assets wechseln? Hat die Plattform eine Browseransicht fürs Handy eingerichtet? Kennst du diese Webseiten, wo du jedes Mal die Schrift ranzoomen musst, nur um was zu lesen? Möchtest du also grundsätzlich vieles über das Handy machen, dann braucht die Börse eine App. Weitere Fragen zielen auf den Kundensupport ab. Ist die Börse auf deutscher Sprache verfügbar? Gibt es einen 24-Stunden-Live-Chat oder musst du eine Hotline anrufen? Ist der Support nur über die Mail erreichbar? Das ist wiederum schlechter zum Beispiel für den Einsteiger. Bei rein dezentralen Börsen wird es noch schwieriger, einen geeigneten Ansprechpartner zu finden. Manche Börsen bieten zum Nachlesen umfassende Blogbeiträge an. Weitere Serviceleistungen umfassen dann zum Beispiel noch Newsletter, Webinare und Bildungsangebote. Vielen herkömmlichen Anlegern ist die Kryptowelt noch zu heikel, zu unseriös. Die MiCA-Verordnung wurde am 20. April 2023 endlich vom EU-Parlament genehmigt. Mit der MiCA kommt für die Exchanges eine stärkere Nachweispflicht. Die BaFin rückte dieses Jahr vielen Anbietern bereits auf die Pelle. Aufwendige Verifizierungsverfahren werden für uns wohl oder übel zur Routine. Bis die Verordnung 2024 in Kraft tritt, hat die ein oder andere Exchange noch Zeit, um sich eine Genehmigung zu besorgen. Unabhängig davon informiere dich jetzt schon, welchen Firmensitz hat die Börse?
innerhalb oder außerhalb der EU. They've moved from China to Japan to Malta to the Cayman Islands, and they've often clashed with regulators in their new locations. No one can say for sure where Binance is headquartered, and that's kind of shady in my opinion. Aber selbst wenn das Unternehmen in der EU sitzt, verfügt es auch über die nötigen europäischen Lizenzen. In Deutschland tätige Exchanges unterliegen der Regulierung durch die BaFin und bedürfen in der Regel einer eigenen BaFin-Lizenz oder aber einer sorgfältig gestalteten Kooperation mit einem Bankpartner, unter dessen Haftungsdach sie sodann als sogenannter vertraglich gebundener Vermittler schlüpfen können. Viele Broker, die bereits Lizenzen aus dem herkömmlichen Finanzsektor mitbringen müssen, gelten regulierter als die Kryptobörsen. Oder sie arbeiten mit einem Bankenpartner zusammen, der die Lizenz hat. Und wenn jemand völlig auf Verifizierung und KYC verzichten möchte? Ja, dafür gibt es die dezentralen Börsenplattformen. Der Blocktrainer klärt uns über die Risiken auf. Bitcoin und andere Kryptowährungen wirklich anonym zu kaufen, ist heutzutage nur noch sehr schwierig realisierbar. Bei dezentralen Börsen wie BISC oder HODL zwar dennoch möglich, aber mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Das Team von blocktrainer.de empfiehlt für Anfänger und für den ersten Kauf ausdrücklich keine dezentrale Börse, sondern den Weg über herkömmliche Broker oder Börsen. Es bleibt also abzuwarten, wie die Behörden künftig mit anonym gekauften Kryptowährungen umgehen werden. Bei KYC und der Wahl deines Anbieters ist dein Feingefühl gefragt. Gib deine privaten Daten nicht an irgendeine zwielichtige, unbekannte Börse weiter, die irgendwo im Nirgendwo sitzt. Warum nicht alles über Bitcoin-Automaten? Frage an dich. Du bekommst dein Gehalt. Gehaltszettel, Kontoauszug deiner Bank, alles schön digital. Du willst heute Abend noch investieren und Bitcoin kaufen. Läufst du jetzt zum Bitcoin-Automaten? Anfang des Jahres meldete der zweitgrößte Betreiber CoinCloud aus den USA Insolvenz an, während der europäische Marktführer Courant seine Standorte in Deutschland ausbauen will. Wie steht es um die Nachfrage nach den Automaten und für wen ist ein Automat eigentlich so gedacht? Zusammenfassend kann man sagen, dass Bitcoin-Automaten eine ganz andere Gesellschaftsschicht ansprechen sollen, die vielleicht dem Handel im Internet nicht vertraut. Wir können den Handel an Bitcoin-Automaten in Deutschland, abgesehen von den hohen Transaktionskosten, empfehlen. Ich frage mich nur, auf wie viele Menschen in einem strukturdichten Land wie Deutschland trifft das zu? 2021 zeigte sich das Interesse an Kölner Automaten, sagen wir mal, noch ein bisschen verhalten. Ein Saturn-Mitarbeiter verriet laut Ingenieur.de: Die Häufigkeit liege bei 2 bis 3 Besuchen pro Monat. Trotzdem, was bringt uns eine Krypto-Exchange? Bitcoin fixes das, oder? So einfach ist das nicht zu beantworten. Ich denke, dass Bitcoin in erster Linie und solange wir das erleben, nicht alles beendet, wie wir das Leben wahrnehmen und verstehen. Ja, also ich denke, dass Bitcoin und das bestehende System nebeneinander bestehen werden, ganz lange Zeit. Okay, dann nehmen wir die Zeit doch bis dahin. 2023 nutzen schätzungsweise über 420 Millionen Menschen Kryptowährungen. Das ist eine globale Besitzquote von über 4%. Wie wird diese Quote 2025 sein, 2030? Die Quote wird steigen. Mehr Liquidität wird in den Markt fließen, mehr Menschen werden Krypto nutzen. Übrigens auch Großinvestoren, die ihre Milliardensummen in Sekunden hin und her schieben wollen. Alle werden liquide Marktplätze brauchen. Sie brauchen Börsen. Es kommt zu Regulation. Es wird knallharte Verhandlungen mit den Finanzbehörden geben. Welche Börsen werden bleiben? Dann kommen die traditionellen Banken. Sie werden auf die Börsen zugehen, vielleicht mit ihnen zusammenarbeiten. Werden zentralisierte Kryptobörsen die Brücken zwischen Fiat und der Kryptowelt? Doch nur weil wir Börsen nutzen, heißt das nicht, dass sie gut für uns sind. Es ist ein schleichender Prozess. Ein Prozess, glaube ich, wo die großen Anbieter immer größer werden und die kleinen Anbieter unter Druck geraten. Die Peer-to-Peer-Plattform Local Bitcoins musste zum Beispiel dieses Jahr den Betrieb einstellen. Haben wir nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt? Gerade große zentrale Player wie Binance, Coinbase und Co. erhöhen doch das Systemrisiko. Sie konzentrieren die Liquidität an einem Ort. Bitcoin, Ethereum und viele Stablecoins sind mit den Börsen bereits eng verbunden. Allein der BNB-Coin ist derzeit die viertgrößte Kryptowährung. Binance selbst hat eine eigene Blockchain mit zahlreichen Seitenprojekten. Würde Binance fallen, würde das den gesamten Markt herunterziehen. Es kann jederzeit wieder passieren. Kümmere dich also um deine Bestände. Das fängt vor dem Kauf an, und zwar bei der Entscheidung, wo du kaufst. Und es hört da auf, wie du deine Coins aufbewahrst. Not your keys, not your coins. Hey, das war's.
Jetzt weißt du, was Kryptobörsen sind und was du beim Kauf beachten musst. Wie ist deine Erfahrung bisher mit Kryptobörsen? Meine Videos sind sehr aufwendig und verschlingen sehr viel Zeit. Mit einem Like und Abo unterstützt du diese Arbeit und es kostet dich nichts. Ich danke dir. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss. Wäre schon cool, wenn der Ethan sich mal mit mir unterhält, oder? Ein Schluck. Ob du deine Bestände auf der Börse liegen lässt, sie runter auf deine Cold Wallet zielst. Abzielen.